Offizielle Bezeichnung: Mobile Task Force DE 3C. Rufname: 3 Christian Bleisack. MTF-Identifikationscode: MTF-DE 3C. Allgemeine Information: Mobile Task Force DE 3C ist auf die Bergung, Sicherung und den Transport radioaktiver und anderweitig strahlender Anomalien spezialisiert. Zu diesem Zweck besitzt sie zahlreiche Drohnen und Spezialfahrzeuge und Behälter, die innen mit Blei ausgekleidet sind. MTF-DE 3C wurde am 12. September 1987 gegründet und ist im Nuklearstandort DE 3 stationiert. MTF-DE 3C tarnt sich oft als ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr oder Spezialeinheit Bergung ABC des THW. MTF-DE 3C hat die Aufgabe zur Bergung, Sicherung und Transport radioaktiver Anomalien. Rekrutierung: Das Rekrutierungsverfahren für neue Mitglieder der Einheit wird nur dann eröffnet, wenn ein oder mehrere Mitglieder der Einheit vorher versterben oder anderweitig aus der Einheit versetzt werden. Der Posten wird in solchen Fällen für jeden mittels Bewerbungsverfahren und Empfehlungen anderer Einheitsmitglieder geöffnet, wobei hier neue Bewerber bevorzugt werden. An alle offenen und potenziell interessierten Mitarbeitern von Standort DE 3 wird ein Schreiben über das Intranet der SCP Foundation versendet, welches über den freien Posten in der Mobile Task Force DE 3C und die damit einhergehenden Pflichten und Rechte informiert. Aus dem Raster der bewerbenden Mitarbeiter wird anschließend ein Rekrutierungsgespräch geführt, damit festgestellt werden kann, ob diese den Voraussetzungen der Einheit gerecht werden. Dieses Gespräch wird von Hauptmann Andrej Nowak persönlich oder von Leutnant Patrick Ungestüm in Vertretung geführt. Folgende Voraussetzungen zur Rekrutierung in die Einheit wurden von der Mobile Task Force DE 3C festgelegt. Erste mindestens 2-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Radioaktivität, Kernphysik oder Strahlenschutz. Zweite. Vorherige Grundausbildung bei der Deutschen Bundeswehr, Schweizer Armee oder Österreichischen Bundeswehr. Dritte. Vorzugsweise einen absolvierten Dienst bei der Spezialeinheit Bergung ABC oder ein vorangehender Dienst bei der ABC-Abwehrtruppe der Bundeswehr. Vierte. Mindestens ein Jahr Dienst bei der SCP Foundation. Ausbildung: Wie bei anderen Einheiten ebenfalls praktiziert, werden insgesamt 5 bis 6 neue Rekruten in die Mobile Task Force nach dem Rekrutierungsverfahren aufgenommen. Den Rekrut werden anschließend in der Ausbildung getestet und nach einem strengen Auswahlverfahren bewertet und anschließend in der Mobile Task Force DE 3C eingestellt oder mit einem Vermerk für das nächste Auswahlverfahren in die Warteschlange gesetzt, bis ein neuer Platz in der Einheit offen wird. Die Ausbildung zu einem Spezialsoldaten in der Mobile Task Force DE 3C dauert in der Regel ein Jahr und beinhaltet für jede neue Rekrut einen etwa halbjährigen theoretischen und praktischen Teil. In dem theoretischen Unterricht werden den Rekrut erneut die Grundlagen der Radioaktivität und Kernphysik nähergebracht, während ihnen ebenfalls das nötige Wissen in der Strahlenschutztheorie und Praxis, das Verhalten von menschlichen und tierischen Körpern bei radioaktiver Strahlung und den Umgang mit anomalen Situationen vermittelt wird. In regelmäßigen Abständen finden neben den theoretischen Übungen praktische und körperliche Gruppenübungen im Übungsbereich von Standort DE 3 statt, bevor die Rekrut in den praktischen Unterrichtsteil eingearbeitet werden. Dieser behandelt unter anderem Ausdauer- und Krafttraining mitsamt der gesamten Ausrüstung eines Spezialsoldaten der Mobile Task Force DE 3C, als auch essentieller Kampfübungen, den Umgang mit Waffen und Großgeräten. Die Rekrut erhalten zusätzlich eine Einweisung in den Umgang mit ferngesteuerten Drohnen. Zusätzlich wird in dem praktischen Teil das theoretisch Gelernte in größeren Gruppenübungen erneut angewendet, bereits vorhandenes Wissen und Können aufgefrischt, als auch der Umgang mit anomalen Situationen nähergebracht und verständlicher gemacht. In ihrer Ausbildung werden folgende Schwerpunkte behandelt: Erste Mithilfe von Messgeräten, normale als auch anomale radioaktive Kampf- bzw. Gefahrenstoffe aufspüren. Zweite. Umgang mit radioaktiven und anderen strahlenden Stoffen. Dritte. Umgang mit anomalen Stoffen bzw. anomalen Objekten und Subjekten. Vierte. Der Umgang mit anomalen Gefahrengut im öffentlichen Raum. Fünfte. Den Umgang mit Zivilisten im öffentlichen Raum. Sechste. Koordination und Evakuierung von Zivilisten aus Gefahrenbereichen. Siebte. Korrekte Anwendung von amnestischen Stoffen der Klasse A und B. Ausrüstung:
12 ABC Sonderschutzbekleidungen, 12 ABC Kontaminationsschutzanzüge, 12 Dosimeter nach amtlichen Standard, 12 Dosimeter kalibriert auf anormale Strahlungsenergien, 7 vollständige Dekontaminationskits, 2 fernsteuerbare Bergungsdrohnen, ein modulares Dekontaminationssystem für Personen, Innenräume, sensitive Ausrüstung, Großgeräte, Fahrzeuge und Infrastruktur. Ein mobiles Dekontaminationssystem DecoContain 3000. Ein Transportfuhrwerk mit integriertem ABC-Schutz, 1 Truppentransportpanzer Fuchs, nachträglich mit ABC-Schutz aufgerüstet. Sonstige Informationen. Die Mobile Task Force DE3C ist eine der wenigen MTF-Einheiten des deutschsprachigen Zweiges, welche gleichzeitig als eine eigene Eindämmungs- und Unterstützungseinheit gilt. Sie sind dafür ausgebildet, eigene Einsätze zu leiten, zu koordinieren und auszuführen. Sie können aber auch als Unterstützung angefordert werden, wenn eine andere MTF-Einheit unerwarteterweise mit einer radioaktiven oder strahlenden Anomalie konfrontiert wird. Aufgrund unvorgesehener Unfälle in der Vergangenheit rückt die Mobile Task Force DE3C nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern sogar aus traditionellen Gründen nur noch in ihren Kontaminationsschutzanzügen aus und versucht, so viele Arbeitsschritte wie möglich mit ferngesteuerten Drohnen zu bewältigen. Innerhalb des deutschsprachigen Zweiges ist die Einheit die einzige, welche auch außerhalb eines Einsatzes ihre vollständigen Ausrüstung tragen. Sie versuchen so selten wie möglich ihre Mitglieder der tatsächlich radioaktiven Strahlung auszusetzen und benutzen vorwiegend mit Blei ummantelte Drohnen oder anderweitig fernlenkbare Operationsmöglichkeiten, welche ebenfalls mit Blei ummantelt wurden. Sollte es allerdings dazu kommen, dass die Einheit bei einem Einsatz selbst aktiv werden muss und nicht mehr über ferngesteuerte Möglichkeiten operieren kann, werden sie nach dem Einsatz in einem beinahe rituellen Prozess ihre gesamte Ausrüstung eigenhändig dekontaminieren. Die MTF DE3C hat innerhalb der deutschsprachigen Foundation den Ruf, die grimmigste aller Einheiten zu sein, was vermutlich mit ihrer überdurchschnittlichen Zahl an auftretenden Spätfolgen aufgrund radioaktiver Bestrahlung zusammenhängt. Tatsächlich sind alle Mitglieder der Einheit sehr sozial, offen und recht freundlich. In ihrem Gruppenraum hat die Einheit eine emaillierte EFS-Tafel an der Wand hängen, auf welcher die Spitznamen der MTF-Mitglieder aufgeschrieben wurden. Neben den Namen ist ein Kreuz mit einem Datum eingetragen und ganz oben auf der Tafel steht in großen Druckbuchstaben Deadpool. Nach eigenen Aussagen eines Leutnants der Einheit war seit dem Tod des ersten Mitglieds nach der Gründung, welcher aufgrund einer akuten Strahlenvergiftung starb, es zu einem Wettspiel für die anderen Mitglieder geworden, wer als nächstes aufgrund von einer Strahlenvergiftung stirbt. Damit quasi die Wettschulden eines toten Mitglieds eingesammelt werden können, haben sie eine gemeinsame Kasse mit 12 Registern, in welchen sie jede Woche 1 Euro legen, wenn sie diese überlebt haben. Sollte eines der Mitglieder sterben, wird sein Register geleert, und für die Einheit wird bei der nächsten Gelegenheit von dem angesammelten Geld eine kleine Feier organisiert, bei welcher das gestorbene Mitglied allen ein Bier ausgibt. Dies dient laut den Mitgliedern der Ehrung des Gestorbenen für seine getane Arbeit und soll ihm den letzten Respekt zollen. Dies soll aber nur der Fall sein, wenn das Mitglied auch durch eine Strahlenvergiftung stirbt. Bei einem anderen Tod wird das zurückgebliebene Geld entweder auf die anderen Register aufgeteilt oder an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Aufgrund der Tatsache, dass alle Mitglieder der MTF-Einheit regelmäßig einer gewissen Dosis an Strahlung ausgesetzt sind, werden sie nach dem deutschen Strahlenschutzrecht jedes Jahr mit Hilfe eines Filmdosimeters, welches dauerhaft von den Mitgliedern getragen werden muss, darauf getestet, wie viel Strahlung die jeweiligen Mitglieder in dieser Zeitspanne ausgesetzt waren. Wenn die Menge an Strahlung den Wert von überschreitet, wird das betroffene Mitglied nach deutschem Strahlenschutzrecht aus der Einheit auf unbestimmte Zeit entfernt und anderweitig gebraucht. Ein Reservemitglied wird daraufhin in die Einheit integriert, bis der andere Mitarbeiter wieder einsatzbereit ist.